Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir lösen nun gemeinsam ein lineares Gleichungssystem mit dem Algorithmus von Gauss. Und zwar, wir haben hier das folgende Gleichungssystem gegeben. a plus b plus c gleich 0, 4a plus 2b plus c ist 1 und 9a plus 3b plus c ist 3. Wie funktioniert das jetzt? Ja, wir schreiben die Koeffizienten in die sogenannte erweiterte Koeffizientenmatrix. Also, in der ersten Zeile diese Koeffizienten haben wir hier 1, 1, 1. Das sind die Koeffizienten dieser Variablen. Also das ist 1, 1 und 1. Dann haben wir hier die Koeffizienten wieder der Variablen a, b und c, ist hier 4, 2 und 1. Die schreiben wir uns auf. 4, 2 und 1. Und hier haben wir die Koeffizienten der Variablen 9, 3 und 1. 9, 3 und 1. Und jetzt nennt man das erweiterte Koeffizientenmatrix, weil wir machen hier einen Strich und schreiben dann hier quasi diesen Lösungsvektor einmal hin. 0, 1 und 3. Also rechts quasi die Lösung. So, was möchten wir jetzt? Ja, wir möchten jetzt mit elementaren Umformungen einmal den linken Teil dieser erweiterten Koeffizientenmatrix in Trapezform bringen. Am einfachsten wäre es, wenn wir das tatsächlich so lange umformen, bis wir hier die Einheitsmatrix erhalten. Was brauchen wir dazu? Naja, wir haben ja hier die 1 stehen. Das ist mein Pivotelement. Schon einmal super. Das bleibt so. Was sehen wir? Wir haben unter dem 1er möchten wir natürlich lauter Nullen stehen haben. Das heißt, die zweite Zeile, von der ziehe ich 4 mal die erste Zeile ab, weil 4 minus 4 wäre 0. Und was wird bei der dritten Zeile passieren? Ja, von der dritten Zeile ziehe ich 9 mal die erste Zeile ab und beginne somit die Umformungen. So. Jetzt die erste Zeile kann ich komplett abschreiben, die bleibt hier unberührt. 1, 1, 1 und 0. So, zweite Zeile minus 4 mal der ersten Zeile. 4 minus 4 ist 0. 4 mal 1 ist 4. 2 minus 4 ist minus 2. Und 1 minus 4 ist minus 3. 1 minus 0 bleibt 1. So, von der dritten Zeile ziehen wir 9 mal die erste Zeile ab. 9 minus 9 ist 0. 3 minus 9 ist minus 6. 1 minus 9 ist minus 8. Und 3 minus 0 ist 3. So, jetzt, wie können wir jetzt weiter fortfahren? Jetzt wäre es schon einmal angenehm, wenn wir hier eine 0 hätten, gell? Anstelle von der minus 6, weil wir möchten ja hier alles Nullen haben. Wie erreiche ich das? Ja, indem ich zum Beispiel im einfachsten Fall zur dritten Zeile einfach, wenn ich da jetzt zur dritten Zeile 6 mal die erste Zeile addiere, bringt mir das nichts, weil dann kriege ich da wieder was her. Das nutzt mir also nichts. Aber ich kann zur dritten Zeile zum Beispiel 3 mal die zweite Zeile addieren. Beziehungsweise minus die zweite Zeile. Warum? Ja, dann kommt hier 0 heraus. Also, was mache ich? Ich sage dritte Zeile minus, weil Minus und Minus gebe dann Plus, 3 mal der zweiten Zeile. So. Also erste Zeile können wir wieder abschreiben. 1, 1, 1, 0. Die zweite Zeile lassen wir auch. 0, minus 2, minus 3, 1. So. Dritte minus 3 mal der zweiten. 0 minus 0 bleibt 0. Minus und Minus gibt Plus. 3 mal 2 ist 6. Minus 6 plus 6 ist 0. So, jetzt wieder.
Minus und Minus gibt Plus, 3 mal 3 ist 9. Minus 8 plus 9 ist 1. Elegant. So, und dann haben wir hier noch dritte Zeile minus 3 mal der zweiten Zeile. 3 minus 3 ist 0. So, was könnte man jetzt noch machen? Jetzt können wir im Prinzip das Gleichungssystem einerseits schon auflösen. Da steht ja jetzt schon der Koeffizient von c. Okay? 1 mal c ist 0. Dann hätten wir das schon, dann wüssten wir schon, c ist gleich 0. Oder, und ich mache es jetzt einfach einmal der Vollständigkeit halber, fertig, wir formen jetzt weiter um. Und zwar, was müssen wir, also es geht auf mehrere Art und Weise. Entweder wir lösen jetzt da schon und sagen, okay, c ist gleich 0, dann können wir da rückwärts einsetzen, lass uns doch das so machen. Also, das herunten, wir haben ja vorher gesehen, ich habe ja da die Koeffizienten eingetragen. Hier habe ich die Koeffizienten für a, b und c eingetragen. Also ist es hier natürlich immer noch a, b und c. Ich habe die Spalten nicht vertauscht. Hier steht also im Prinzip 1 mal c ist gleich 0. Also 1 mal c ist gleich 0. Folgt, ich habe schon einmal eine Lösung, mein c ist gleich 0. So, das habe ich jetzt schon einmal hier aus dieser dritten Zeile herausgelesen. Was kann ich jetzt aus der zweiten Zeile herauslesen? Da steht ja minus 2 mal b minus 3 mal c ist gleich 1. Jetzt c habe ich ja schon 0. Also steht da nur noch minus 2b ist gleich 1. Ja, jetzt brauche ich nur noch dividiert durch minus 2. Dann habe ich b ist gleich minus 1,5. Und habe dann b gelöst. Und jetzt brauche ich nur noch a. Und das mache ich aus der Gleichung 1. Da ganz hier oben, da steht ja 1 mal a ist a plus b plus c ist gleich 0. Jetzt für a habe ich noch nichts. A. Für b habe ich minus 1,5, minus 1,5. Für c habe ich 0, also ist gleich 0. Jetzt brauche ich nur noch die 1,5 auf die rechte Seite geben und habe dann a ist gleich 1,5. Und damit habe ich jetzt auch dieses Gleichungssystem gelöst mit meinen 3 Lösungen. A ist gleich eben 0,5, b ist gleich minus 0,5 und c ist gleich 0. Ja, wenn euch das wieder gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.